Heute bei Bärbel. Und tschüss, Amerika ist einfach geiler. Man kann vielleicht seine Träume wirklich dort verwirklichen. In Deutschland hat man es schwerer. Man schafft es in Amerika sehr schnell irgendwo reinzukommen, aber man ist genauso schnell wieder draußen. Ich bin von Amerika ziemlich enttäuscht. Ich dachte, dass alle so leben wie im Denver Clan. Man fliegt nicht nach Amerika und gleich sind offene Türen. So ist das gar nicht. Man muss selber die Türen öffnen. Ich war mal drüben im Krankenhaus, 5 Tage war ich krank, war ich in Intensive Care. Die Rechnung war über $20.000. Zu dem Sozialstatus in Amerika. Klar, das hat sehr viele Nachteile, aber auch den einen Vorteil, dass sich dort faule Menschen nicht darauf ausruhen können, vom Staat bezahlt zu werden. Und hier ist sie. Hier ist Bärbel Schäfer. Yeah, let's get ready to rumble. Wir sind heute hier im Amerika-Fieber, denn für viele ist Amerika immer noch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Einige wollen über den Teich, andere waren schon drüben und berichten uns, wie es war. Und wir haben die Stars hier von Und Tschüss. Unser Thema heute Und Tschüss. Amerika ist einfach besser, einfach geiler. Ja, so ist das. Jetzt will ich die Hand mal wieder wegnehmen. Also, wenn Sie auch im Amerika-Fieber sind, dann sind Sie heute bei uns genau richtig. Wenn Sie Amerika nicht mögen oder hassen und sagen, das ist alles ganz furchtbar und ganz oberflächlich da, dann sind Sie bei uns auch richtig. Mein erster Gast war 3 Wochen in Amerika und sie sagt, das ist das Land meiner Träume, da will ich hin und da möchte ich am liebsten leben und vielleicht sogar heiraten. Hier ist sie, Mira. In Amerika ist alles besser für Dicke und Kinder. Also Mira, dir gefällt Amerika? Gefällt mir, weil ist easy alles. Easy. Ja. Was heißt easy, also leicht, also easy going in Amerika? Was meinst du damit? Was gefällt dir am amerikanischen Lebensgefühl? Die Menschen. Und zwar, da werden die Dicken nicht benachteiligt. Aber nun bist du ja nicht dick, also das heißt, du hast ja jetzt das Problem hier nicht in Deutschland. Nee, hier werden sie benachteiligt. Da sagt man, ach, guck mal, die Dicke oder die Fette. Pff. In Amerika ist das nicht so. Aha, und das ist gleich ein Grund für dich, deine kleine Tochter zu schnappen und zu sagen, ich gehe in das Land, in dem Dicke nicht diskriminiert werden? Wegen der Diskriminierung und weil Deutschland sehr kinderfeindlich ist, Amerika nicht. Aha. Hast du denn schon mal in Amerika gelebt? Kannst du das so beurteilen? Also Nein, wenn du hier alles aufgibst, das sind ja deine Pläne, dann weißt du, was dich dann schon erwartet? Ich weiß, was mich erwartet. Ich war drüben, ich habe bei meiner Freundin übernachtet. Und sie ist Deutsche, sie wohnt schon über 20 Jahre dort. Und wie lange warst du drüben? 3 Wochen. Das reicht dir so, der Zeitraum, um dann beurteilen zu können, ob du schon rüber gehst? Ja. Was und wie und mit wem willst du denn drüben leben? Mit meinem Freund, einem Lehrer aus Miami. Ist alles schon klar? Also ihr habt jetzt schon Briefkontakt und wisst, dass du irgendwann mal rüberkommst? Oder Ja, wie ist das? ich habe Briefkontakt, wir sind auch telefonisch in Kontakt und eventuell gehe ich am Weihnachten rüber. Also du freust dich auf das Land der unbegrenzten Möglichkeiten? Ja, sicher. Ja? Ja. Gibt es noch irgendwas, auf das du dich so ganz besonders freust, außer auf die Tatsache, dass es dort Dicken gut geht und ich weiß nicht was? Man kann vielleicht seine Träume wirklich dort verwirklichen. In Deutschland hat man es schwerer. Mhm. Aber warum versuchst du es denn nicht erstmal in Deutschland? Also warum willst du gleich deine Sachen packen, deine Tochter schnappen und auswandern? In Deutschland hält mich nichts mehr. Gar nichts? Nein. Nicht das schöne Wetter, unser Strand? Nein. Beachlife, surfen kannst du doch auch in der Nordsee. Oh ja, man könnte vielleicht schon, aber in Amerika gibt es mehr Freizeitmöglichkeiten. Aha. Nun gibt es ja in Amerika auch Rassenunruhen, in Kalifornien immer mal wieder Waldbrände und so weiter. Sowas schreckt dich alles nicht ab? Das schreckt mich nicht ab, weil in Deutschland gibt es genauso Rassenunruhen. Gut. Ja. Nein, nicht so. Das kann man nicht vergleichen mit dem, was mal in Los Angeles los war.
Also mich würde ganz gerne noch mal interessieren, ob es noch ein paar andere Punkte gibt, die dich an Amerika faszinieren. Was der Grund ist, warum du gerne hin möchtest. Nicht wegen meinem Freund eigentlich, außer die Wildnis gefällt mir, überhaupt die ganze Natur, was Amerika zu bieten hat. Das kann Deutschland leider mal nicht bieten. Waren Sie schon mal in Amerika? Ich war in Los Angeles, ja, da bin ich schon mal gewesen, aber ich hatte eigentlich doch mehr oder weniger sehr schlechte Erfahrung. Erstens Also mal, Ihnen hat Amerika nicht gefallen? Nein, Amerika nein, ich könnte in Amerika nicht leben. Warum Amerika hat mir nicht gefallen. Amerika ist mir einfach, sagen wir mal, den Deutschen gegenüber, die nicht Englisch können, sehr unfreundlich. Ich habe also versucht, dort in Amerika irgendwie Essen oder irgendetwas zu bestellen. Es war nicht möglich. Mein kleines bisschen Englisch, was ich konnte, mit Hand und Füß, sie haben es nicht verstanden. Ich hätte also nichts bestellen können oder auch auf Aber wenn Sie sagen, ich hätte gern einen Hamburger, ist doch gleich, ob das bei uns bei McDonald's bestellen oder in einem anderen Das wäre Fastfood. vielleicht das Einzige gewesen, was ich hätte bestellen können. Aber sonst die anderen Dinge, die waren also nicht auszudeutschen, kann man fast sagen. Also für Sie ist das kein Land? Nein, für mich ist das kein Land. Es ist ja auch die sozialen Belange dort ist also auch nichts, was man ja gar nicht sagen kann, dass das also irgendwie interessant ist, um nach Amerika zu gehen. Der Urlaub ist nichts und es sind viele Dinge, die eigentlich... Haben Sie nur schlechte Erfahrungen gemacht? Ich habe eigentlich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Und was ist denn mit dem amerikanischen Lebensgefühl, der Offenheit der Menschen und schöne Natur? Die schöne tolle Natur, Städte. okay, das, ja gut, okay, aber das haben wir doch in Deutschland auch. Wir haben doch auch wunderschöne deutsche Städte hier. Wo denn? Ja, eigentlich Deutschland Schwarzwald, ist doch wunderbar, der da haben Harz. doch herrliche Städte. Die Lüneburger Heide. Ja, das sind schöne Einzigen Orte. Kartoffeln in der Folie drin, da Die kann man kennt ihr gar nichts nicht. tun. Man wollte eigentlich erst mal Deutschland kennenlernen, um überhaupt nach Amerika zu Ich fahren. bin Deutsche. Ja gut, aber vielleicht nicht alle Städte angeschaut. Deutschland Sehr ist so viele. wunderschön, hat so herrliche Berge, hat so herrliche Seen und Umgebung. Wunderbar. Aber sie sagt ja, da drüben ist der Mann ihrer Träume. Da drüben ist der Mann ihrer Träume, aber ich glaube, es gibt auch sehr viele deutsche Männer, die vielleicht auch sehr gut sind. Das ist nicht immer nur die Amerikaner. Dankeschön. Was sagen denn, Mira, was sagen denn deine Freunde und deine Verwandte, dass du jetzt sagst, ich packe die Koffer und bin bald weg hier aus Deutschland? Die sagen gar nichts, weil die gar nicht mehr in Deutschland wohnen. Die sind alle ausgewandert in Schweden oder Venezuela. Also du bist die letzte noch Verbleibende aus deiner Familie in diesem Land. Ja. Gut, Nur noch mit meiner Tochter. ich möchte jetzt eine Frau vorstellen, Mira, die hat genau das gemacht, was du vorhast. Die hat nämlich versucht, dort drüben einen Mann kennenzulernen. Und ob sie mit einem Ehemann, einem amerikanischen, zurückgekommen ist oder ob sie drüben geblieben ist, das erzählt uns jetzt Hannelore. Ich bin von Amerika ziemlich enttäuscht. Ich dachte, dass alle so leben wie im Denver Clan. Also manchmal ist ja nicht so gut, wenn man so viel Fernsehen guckt, oder? Was heißt das, dass alle so leben wie im Denver Clan? Was hast du erwartet in Amerika? Erstmal die Weite, jeder hat einen Pool hinter der Tür oder hinterm Haus. Wir trinken alle Whisky, wenn wir Probleme haben, ne? Ja, Kippen uns- ja. Und wie war's dann? Was hast du angetroffen? Das war eine Katastrophe. Also ich hatte mit 3 Männern mitgeschrieben. Drei Amerikaner. Ja, 3 Adressen hatte ich, die wollte ich besuchen. Und der erste, der war so eine Katastrophe. Der war im Vietnamkrieg, da hat er aber schon ein bisschen was am Kopf gehabt. Das war ein ausgewanderter Hätte Deutscher. dir aber hier in Deutschland auch passieren können, ne? Ja. Also jetzt keinen Naja. Vietnam-Veteran wahrscheinlich zu treffen, aber... Naja, das stimmt, aber Oh ja, aber wirklich. ich bin ja auch deswegen, um ihn eventuell zu heiraten. Aber der war, Eventuell. entsprach was? überhaupt nicht mein Vorstellen. Dann bin ich nach Florida geflogen, wollte dann ein paar Tage Urlaub machen in Miami. Hatte der Deutsche kennengelernt, habe den Tag über mit denen verbracht im Seeaquarium. Und als ich zurückkam, war mein Hotelzimmer ausgeräumt. Ich hatte kein Gepäck mehr. Meine Kamera, meine Filme, meine Ausweispapiere, meine Flugtickets, es war ratzevoll. Aber warum schiebst du das weg. auf Amerika? Das hätte dir doch in Castrop-Rauxel, ich weiß nicht, wo auch passieren naja, kann. nicht unbedingt, nein. Also natürlich hätte... Ja. Naja, dann bin ich weiter zu ehemaligen Verwandten von mir nach Los Angeles. Da hatte ich gehört, wie toll das denen da geht.
Pustekuchen. Ich habe auf dem Fußboden geschlafen, nachts liefen die Kakerlaken über mich rüber. Also du bist restlos bedient und hast die Nase voll also von Amerika. ich hatte nur solche Sachen drüben erlebt, nur solche. Und die Männer waren auch nicht so Nein, krass. ich habe die anderen erst gar nicht besucht. Ich habe da angerufen, habe gesagt, ich bin bedient, ich fliege wieder zurück. Aha. Und wenn du jetzt aber einen getroffen hättest, wärst du auch drüben geblieben, der dir gefallen hätte? Ja, vielleicht, ja. Welche Erwartungen hattest du denn an das Land? Was hast du denn verbunden mit Amerika? Einfach mal was anderes machen, nicht? Also, dass die Menschen da anders sind. Ja, aber wie? Was hast du erwartet? Wie sind die da? Wie? Dass es denen da besser geht finanziell und... Stimmt auch gar nicht. Nee, das weiß ich ja jetzt. Den Deutschen geht es hier finanziell auch nicht besser. Also du sitzt jetzt wieder in Deutschland und ohne Amerikaner bist du hier ich mit... hatte solche Illusionen gehabt, einfach. Dass da eben alles besser ist, alles offener, alles freier. Du sollst nicht so viel Fernsehen gucken, Hannelore. das hier. ist es. Die amerikanischen Soap-Operas, das ist irgendwie nichts. Ja. Na gut, also ich möchte euch jetzt 3 Leute vorstellen, die in den Staaten eigentlich so ähnliches Chaos erlebt haben. So ein bisschen vielleicht wie Hannelore. Sie haben eine Zeit lang dort drüben gelebt und produziert und mit was für einem Ergebnis sie zurückgekommen sind, das gucken wir uns jetzt mal an. Es gibt immer nur 1000 Mark und die kann Günni gut gebrauchen. Nebenbei kostet dein kompletter Mustang weniger als bei uns ein Austauschmotor. Ach, Quatsch. I don't like this car, I want like this. Sir, this is your car. No. Das ist ein Trick, den kenne ich aus dem Film. Wie hieß der denn noch? Also 1, 2... In Amerika stehen so eine Wagen einfach so rum. Mister, I see your car at Cherokee Boulevard. How many money do you want for it? Yeah, it's a nice car, isn't it? How much can you afford? Afford, liefern, bieten. I can it. Ich kann es mir leisten. Excuse me. It doesn't matter. Not allowed to carry alcohol in a car. It's only beer. Nur Bier. So richtig. Wow! Ja. Und tschüss, in Amerika war das. Und wer noch mehr Lust hat auf Amerika-Fieber, Sonntagabend, 7:45 bei RTL läuft es. Und hier sind Günni, Zombie und Silke aus. Und tschüss in Amerika. Was, guckst du schon, ob du blutest? Ich blute wirklich. Oh, lass mal sehen. Oh. Günni. Warte, ich hab einen Benno, bitte. Benno. Tut's weh? Tut's weh? Oh, wer hat dich denn da gekratzt? Danke. Du, das wäre dir, siehst du, das passiert hier in Deutschland, aber in Amerika wäre es dir nicht passiert. Wie war's denn drüben? Super. Ja? Geil. Richtig so. Echt? 2 Monate, was? 6 lange Wochen wart haben ihr wir da drüben? gedreht. Ja. Totgelacht, völlig reibungsloser Ablauf. Der ganze Maskenwagen ist verschwunden. Ja, genau. Das Auto, mit dem ich die letzte Filmszene in den Horizont fahre, war auch weg. Aber ansonsten war es klasse. Siehst du, Hannelore, hast gar nicht eine einmalige Erfahrung gemacht. Hier anderen geht's genauso. Klar. Ja, aber das kann ja hier schon passieren. Also Ja. das finde ich, das hat nichts mit Amerika zu tun. Nee. Würdet ihr denn sagen, dass die Produktionsbedingungen in Amerika anders sind als in Deutschland? Chrissy? Ja, auf jeden Fall. Ja? Also ich Inwiefern? hatte den Eindruck, so vom ganzen Drum und Dran, dass die Menschen da viel entspannter sind, lockerer sind und vor allen Dingen auch offener sind. Also Gibt es da wirklich einen Unterschied hier zu Deutschland, wenn ihr hier arbeitet? So, die ganze Organisationsform ist da drüben anders. Genau. Das ist ja ganz anders organisiert. Wieso? Also jetzt mal rein technisch macht in Amerika der First ID, der Regieassistent, wer das hier in Deutschland, der macht die Arbeit von einem Aufnahmeleiter, was ein Aufnahmeleiter hier machen würde. Der Regisseur bespricht sich mit ihm, danach ist der Regisseur nur noch mit den Schauspielern da, um irgendwelche
spielerischen Sachen zu besprechen. Und die Organisation, es läuft alles über den Regieassistenten. Und hier ist anders. Hier macht der Aufnahmeleiter alles. Und der Regieassistent irgendwie... Wer hätte dir jetzt in Amerika bei deinem Nasenbluten Ich habe noch nie so einen geholfen? reibungslosen Dreh erlebt. Und weil alle gleich sagen. Also, vor allem, ich habe ja auch ein paar... keiner. Hast du schon einen Krampf in deiner Hand hier? Was hältst du in der Hand? Achso, das ist meine neue CD. Die wollte ich nur nebenbei vorstellen. Ah, ja. Die neue Und Tschüss-CD. Also,